Moin, ihr Landratten, herzlich willkommen. Hier ist wieder Hamburg Hafen Live. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagmittag oder Nachmittag. Ja, Mittag. Mittag passt eigentlich. Einige von euch werden wahrscheinlich gerade ihr Sonntagsmittagsessen genießen und ich bin schon wieder unterwegs. Der Wind hat etwas nachgelassen. Gestern war ja schon, ja, stürmisch würde ich es noch nicht nennen, aber es war schon eine ordentliche steife Brise gestern und ich hatte die Vermutung, dass deswegen auch vielleicht die Hamburg Express nicht rausgegangen ist gestern Abend. Jetzt soll sie aber rausgehen. 13:30 Uhr steht in der Segelliste. Wobei, ich habe auch schon seit einer Stunde nicht mehr reingeguckt. Also es könnte ja auch gut sein, dass sie das nochmal verschieben. Aber naja, dann ist das halt so. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid und an der Stelle muss ich auch auf jeden Fall noch mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön loswerden. Also gestern, das war ja wirklich völlig crazy. Das war ja wieder so ein Livestream, total chaotisch. Es ging drunter und drüber, es war ein Gewusel. Wir hatten trotzdem wahnsinnig schöne Bilder und ich muss sagen, ich habe mich echt riesig gefreut. Also nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir gestern noch niemanden vergessen haben. Heute schalten wir aber wieder einen Gang runter und machen hier ganz easy, ganz Sutsche, so ein bisschen Schiffe gucken, Fresse halten an der Elbe. Also ganz, ganz easy going. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, dass technisch alles klappt. Viel Spaß, ihr Lieben. Ja, mal so ein kleiner Blick rüber zum Elbstrand. Auch immer ein schöner Spot da drüben. Allerdings jetzt heute natürlich sehr, sehr voll. Also da wird einiges an Spaziergängern unterwegs sein. Wobei es hält sich noch in Grenzen. Also der Wind ist dann vielleicht doch ein kleines Handicap. Aber was haben wir da denn? Ach, die Hamburgensie kommt. Mensch, das ist ja auch nicht schlecht. Dann kann ich euch ja gleich noch mal in groß den A380 zeigen. Der müsste ja jetzt eigentlich hier direkt vor meiner Nase halten. Aber den einmal endlich in ganz groß drauf. Da haben wir einmal das Schiffsmodell A380 auf der Hamburgensie. Und wird das hier ein Touch-and-Go? Ich glaube, es wird ein Touch-and-Go-Manöver. Einmal nur kurz den Anleger berührt und der A380 startet durch. Okay, ihr meint 13:30 Uhr wäre noch eine valide Angabe. Naja, drücken wir mal die Daumen. Ich weiß nicht, ob sich einige von euch noch erinnern, aber wir hatten schon einen Stream, wo die Schlepper schon an einem Schiff fest waren. Und wir dachten, es geht jeden Moment los und dann haben sie die Leinen aber wieder losgemacht. Schlepper ab nach Hause. Schiffchen noch eine Nacht geblieben. Wenn wir ansonsten mal einen Blick in die Segelliste schauen, da müsste eigentlich noch die Potomac Express unterwegs sein. Ich glaube, die stand für, wann stand die? 15 Uhr fest, glaube ich, drin. Und wir müssten noch die One Houston als Abgänger haben. 14 Uhr, meine ich. Irgendwie sowas um den Dreh. Vorhin ist schon die MSC Soraya reingekommen. Die liegt auch hier am Burchard-Kai, da am Athabasca-Kai. Aber ich muss gestehen, ich war etwas faul. Da hätte ich 2 Stündchen eher losgemusst und habe ich gesagt, komm, es ist Sonntag.
die MSC Soraya. Trotzdem haben sie sie schön hier für uns hingelegt, dass wir sie noch mal sehen können. Bei dem Wetter die Fähren natürlich voll. Also ich habe das letztens schon gesagt, also Fähren gibt es irgendwie nur ganz leer oder ganz voll. Aber so ein Mittelding habe ich bisher noch nie erlebt. Das ist eher selten. Ups. Die Reeperbahn. Ich glaube, ansonsten ist gar nicht so wahnsinnig viel Schiffsverkehr. Also ich meine, ich hätte eben beim Aufbauen die Mare Frisium aus der Ferne gesehen. Das kann sein, dass die rausgefahren ist. Aber ansonsten hält sich das alles so ein bisschen in Grenzen. Ja, danke auch nochmal für die nachträglichen Geburtstagsgrüße von euch. So, und ich brauche mal eure Hilfe und eure Meinung. Ich habe da nämlich so ein kleines, oder wir haben da so ein kleines Problem. Tanja und ich haben da heute auch drüber diskutiert und da brauchen wir mal euer Feedback. Gestern war ja völlig crazy und gestern war natürlich ein chaotischer Stream, der Geburtstag kam dazu, aber es wurde halt gestern unheimlich viel gespendet. Es wurden ganz viele Subs rausgehauen, ganz viele Bits auf Twitch und das war wirklich, also wir haben uns wahnsinnig gefreut. Es war wirklich sensationell von der Unterstützung her. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass wir natürlich einen Großteil des Streams damit zugebracht haben, Danke zu sagen. Und für mich steht das außer Frage. Also ich finde, es gehört sich einfach für jede einzelne Spende und wenn es nur ein Euro ist, Danke zu sagen. Das ist einfach meiner Meinung nach, muss das sein, alleine deshalb, weil halt der Kanal hier auch zum Großteil durch euch und durch die Community lebt. Also wir sind halt auch ein Stück weit oder zum großen Stück sind wir halt wirklich auf diese Unterstützung angewiesen. Aber wir haben natürlich auch festgestellt, dass es halt auch ein bisschen den Fluss in der Moderation stört, wenn das also wirklich im Takt von 30 Sekunden passiert. Und ja, ich habe mir überlegt, wenn wir Streams haben, wo also wirklich Attacke ist, ob wir das nicht immer blockweise machen. Ob wir nicht sagen, Mensch, wir bleiben so ein bisschen in der Moderation, ich kann mich konzentrieren auf die Bilder und dass ich dann aber einfach, weiß ich nicht, kommt ein bisschen drauf an, was los ist, mir dann irgendwann, wenn ein bisschen Zeit ist, die Liste vornehme, dann ein bisschen Danke sage, dann ein bisschen die Nachrichten vorlese und wir vielleicht dann auch zum Ende hin nochmal alles durchgehen, was dann noch so übrig ist. Sagt doch mal, was ihr dazu meint, wie ihr das findet oder ob das besser ist, wenn man es im Prinzip immer sofort macht. Meine Angst ist halt immer, dass ich was vergesse. Deshalb bin ich da immer so relativ, versuche ich das immer relativ zeitnah dann auch vorzulesen und da auch Danke zu sagen. Kann sein, dass der Lotse gerade bei der Hamburg Express war. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal aufs Radar geschaut hat, aber der kam ja da aus Waltershof raus. Kann gut sein, dass die das waren. Ja, also gebt mal gerne Feedback. Also wie gesagt, meiner Meinung nach ist das Dankeschön ein Muss. Aber vielleicht können wir es zeitlich so ein bisschen versetzt machen.
Ja, Dirk schlägt vor, entweder alle 10 Spenden oder alle 10 Minuten. Dirk, das Problem ist einfach, dann müsstest du ja auch noch mitzählen. Also jetzt auch noch mitzählen und sagen, oder immer alle 10 Minuten, alle 10 Spenden, das ist, denke ich, vom Handling her sehr schwierig. Ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, ich mache das Ganze situationsabhängig. Wir haben ja auch Streams, wie hoffentlich heute, die nicht ganz so chaotisch sind, wo dann deutlich mehr Zeit ist. Und wenn man dann natürlich Luft hat und nichts passiert, dann ist es natürlich auch eine schöne Möglichkeit, das nochmal aufzugreifen, dann nochmal in den Chat zu gucken. Barbara schreibt, kein Stress damit. Barbara, das ist ganz lieb von dir. Den Stress, den mache ich mir da aber, glaube ich, in erster Linie selber. Ja, Chuck D. sagt, viele Streamer haben im Abspann eine Aufstellung aller Spenden Abo-Bits durchlaufen. Das hatten wir mal. Das Ding ist so lang geworden. Außerdem, ja, das muss ja auch irgendwie generiert werden. Das heißt, das muss ja irgendwie, muss da ja ein Abspann daraus generiert werden. Also ich wüsste gar nicht, wie man das hinbekommt, dass man von dem jetzigen Stream dort dann einen Abspann generiert. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, noch einen Abgänger. Da kommt doch noch was. Blockweise sehe ich hier, sagen einige. Ja, guck, der Dänemark-Fan sagt, die Aufmerksamkeit für die dadurch verbundenen Nachrichten sollte nicht verloren gehen. Das ist halt auch so ein Problem, dass, ja, manchmal kommen da halt dann zeitnah irgendwelche Informationen rein und einige sind dann halt so gut und heben diese Nachricht hervor durch eine Spende. Und ja, das zu ignorieren ist natürlich auch wieder schwierig. Also wahrscheinlich kannst du es drehen und wenden, wie du willst. Und irgendwas machst du immer falsch. Matze sagt, mach je nach deinem Gusto. Ja, ihr merkt schon, ich mache mir da vielleicht auch zu viel Gedanken drüber, weil es halt gestern einfach mal wieder eskaliert ist und vielleicht ist es ja auch in 90% der Streams überhaupt kein Thema. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt haben wir da aber einen Bulka. Wen haben wir denn da eigentlich? Die Grete, nee, die Gretke Oldendorf. Oh Leute, ich muss ein bisschen rauszoomen. Es ist so windig, der Wind, der zuppelt hier schon wieder am Objektiv. Dann haben wir echt Erdbebenbilder. Ja, und wenn so ein Schiffchen auf uns zukommt, da könnte man doch eigentlich die Zeit mal nutzen. Zum Beispiel dem Burkhard mal Danke zu sagen für 17 Monate. Das ist ganz, ganz lieb von dir, Burkhard. Und die Barbara lässt 10 Euro Superchat da. Nein, Schweizer Franken sind es, glaube ich. Barbara ist doch Schweiz, oder? Mit nachträglichen Geburtstagsgrüßen. Dankeschön, Barbara. Gerwin ist seit 17 Monaten dabei. Schickt auch nochmal Geburtstagsgrüße. Dankeschön. Dann der Darkman ist im 6. Monat mit dem Prime Sub auf Twitch dabei. Herzlichen Dank dafür. Mike lässt 5,99 da. Mike, Dankeschön. Da haben wir den Danny mit der ganzen Bande aus Wasserburg. 2 Euro, genauso wie der Olaf Meissner. Auch 2 Euro. Dankeschön. Johannes Flachsbart, 18 Monate. Johannes, Dankeschön. Oh, guck mal hier. Schönes Bild, wie der Lotse auf die Oldendorf zuballert. Herrlich. Aber der Wind gleich ein Problem. Gleich ein Problem, der Wind. Wurstbrot Inferno. Dankeschön für 7 Monate auf Twitch. Captain Plauzes Frau lässt auch noch mal ein paar Geburtstagsgrüße da. Dankeschön, Captain Plauzes Frau.
Diese Namen sind einfach herrlich. 5 Euro. Der Manu aus Leverkusen. Endlich habe ich es gelernt. Ein Fünferpack an Subs. Herzlichen Dank. Außerdem das Rotznäschen ist auch im 2. Monat mit dem Prime Sub dabei. Und Big J Norderstedt lässt einen Prime Sub jetzt neu da. Herzlichen Dank. So, ich zoome da mal ganz rein. Wir nehmen jetzt mal so ein bisschen das Wackeln der Kamera in Kauf, aber das Bild ist, glaube ich, gerade richtig schön. Sieht verdammt leer aus. Also die Gretke Oldendorf wurde wohl hier in Hamburg komplett entladen. Guck, mein Problem ist auch, was ich gerade wieder feststelle, wenn ich natürlich dann mich hier konzentriere auf das Bild und dann stelle ich euch gerade so eine Frage im Chat. Ich kann das gar nicht alles lesen, aber ich glaube, Tanja ist ja auch da und Tanja, die nimmt natürlich auch vieles von eurem Feedback mit. Die ist zu Hause geblieben heute und die nimmt auch so ein bisschen eure Meinungen auf. Von daher, also wir kriegen vieles mit, aber nicht böse sein, wenn wir auch mal irgendwo was vergessen. Da, der Lotse schleicht sich von hinten ran, geht auf der Steuerbordseite ran. Schade, schade. Können wir leider nicht sehen. Piepmatzkai, herzlichen Dank für 2 Euro. Und Schwarzbart Jürgen lässt 200 Bits da. Herzlichen Dank, Jürgen. Stefan Schüler ist 18 Monate dabei. Und er grüßt von der Cap San Diego. Hey, liebe Grüße zurück. Aber die fährt heute nicht, ne? Nee, fahren... Ich glaube, die fährt noch nicht, die Cap San Diego. Die fährt noch nicht. Aber ich sag mal, ich schicke mal einen kleinen Gruß. Hallo, moin. Hamburg holen das letzte Mal? Ja. Ja, der Pottfarbe. Obligatorisch schon fast bei den Schiffen. Leute, die ist super in Schuss, die braucht keine Farbe. Oh. Na. Petra, danke auch an dich für 5 Euro. Der mürrische Mob fragt, gehen die Lotsen nicht immer Steuerbord ran? Also sie gehen schon meistens Steuerbord ran. Es ist halt einfach ein bisschen die Frage, wie der Wind steht. Und die gucken natürlich, dass sie das dann so ein bisschen windgeschützt machen. Und das ist meistens wirklich Steuerbord. Da, Fairplay schmeißt los. Hamburg Express soll übrigens circa 13:30 Uhr rausgehen. Moin, mein Lieber, na? Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön, danke. Hansi, danke auch an dich für 2,49 €. Genau, das ist alles Patina und im Zweifelsfall könnt ihr das natürlich auch unter Vintage abhaken. Ja, am 30.03. kommt die Queen Victoria. Absolut richtig. Am 30.03. haben wir auch unsere Fletfahrt mit Elas. Quasi Eröffnung der Saison. Und dann wollen wir eine Fletfahrt machen, gemeinsam mit Claudia. Claudia wird uns dann mit der Barkasse mal durch die Flete fahren. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Bisher haben wir uns immer auf den Hafen konzentriert, waren natürlich auch schon in der Speicherstadt, aber so eine richtige Fletfahrt haben wir noch nicht gemacht. Das wäre dann nächsten Sonntag. Ich glaube, uhrzeittechnisch liegen wir so bei ca. 14:30, 15 Uhr.
Mobile85, ich danke dir für 11 Monate und die nachträglichen Geburtstagsgrüße. Und auch an Brigitte geht ein Dankeschön raus. 1 Euro Superchat. Dankeschön. Boah, die sehen immer so massiv aus, diese Bulker. Ich mag das ja total. Gibt es hier noch mehr Bulker-Lover? Bulker-Lover. Petra, danke für 3 Monate. Und hey, Dennis ist da. Dennis, Mr. Elbcamp persönlich. 17 Monate schon da. Dennis, schön, dass du da bist. Ja, wir sind am Bubendei-Ufer, richtig. Also was heißt wir? Ich. Also, obwohl ganz alleine bin ich auch nicht. Es sind noch ein paar andere begeisterte Fotografen da. Charlene, herzlich willkommen an Bord, ein neues Fischmarktmitglied. Dankeschön. Oh, ich muss hier mal umschwenken, da kommt sie hinterm Dalben vor. Massiv. Boah. Komm, Tiefgangskontrolle. Was könnt ihr erkennen? Irgendwer hat es eben schon im Chat geschrieben. Da sind wir bei... Wo sind wir denn da? 5 Meter, oder? 5,20 Meter? 5,20? Ja, also 5,20, 5,40 würde ich sagen, oder? Was sagt denn der Wesselfinder? Irgendjemand hat es eben schon mal geschrieben, mit wie viel sie angegeben ist. Die ist leer. Nee, jetzt ist die leer. Weißt du, was die denn Nein, nein, ich denke mal irgendwie so Erz oder irgendwie sowas in der Art. Aber was die genau jetzt geladen hatten, kann ich dir auch nicht sagen. Nee, hätte ja sein können, dass nee, das irgendwie nee, Erz leider ist. nicht. Und ich habe gesagt, das muss bestimmt irgendwas an Erz sein. Ja, würde ich jetzt auch mal so tippen.
Lotsenwechsel ist auch erfolgt und dann kann die Reise losgehen für die Gretke Oldendorf. 7,20 Meter, sagt ihr, stehen drin. Ja, ist wahrscheinlich dann hinten, oder? Oder waren das 7 Meter? Ich konnte das ganz schlecht erkennen. Ihr habt größere Monitore. Kreativ Andi meint auch Eisenerz hätte die gebracht. Fabian aus Bremen schickt auch noch mal nachträglich Geburtstagsgrüße. 5 Euro, Fabian, ich danke dir. Emily HL wünscht sich das Horn der Stettin, ist seit 10 Monaten dabei. Emily, können wir machen. Ich muss es nur finden. Immer wieder cool, das Horn, vor allem diese Eiswarnung, dieser Sonderton. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Paul, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Robert Kröber meint auch, vorne waren es um die 5. Ja, dann habe ich richtig geguckt. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen in 4K. Also zumindest auf YouTube sollte 4K 60 anliegen. Auf Twitch warte ich noch darauf. Wird ja langsam hier schon zur Normalität. Aber die Technik wird auch von Mal zu Mal besser und zuverlässiger. Thomas Seifert, 17 Monate auf dem Fischmarkt. Ich danke dir, Thomas. Ja, der Lotse will, glaube ich, nicht noch mal zu der Oldendorf. Der fährt rüber nach Teufelsbrück wahrscheinlich. Hat da einen kleinen Taxijob. Dirk aus Mittelhessen schickt auch noch mal 5 Euro mit nachträglichen Geburtstagsgrüßen. Dankeschön. Also ich glaube, so viele Geburtstagsgrüße wie dieses Jahr habe ich in meinem ganzen Leben noch nie bekommen. Und Torben ist da. Der liebe Torben, Schiffsmechaniker Azubi bei Hapag-Lloyd, gerade unterwegs auf der, wo warst du denn noch mal? Ich glaube auf der Callao Express ist er, ne? Hat mit mir am gleichen Tag Geburtstag, habe ich leider auch zu spät geschnallt. Aki, danke für dein Feedback. Er schreibt, er hat mir vorhin schon geschrieben, dass Bild und Ton hervorragend sind. Ja, Aki, ich bin Meister im Übersehen. Vielleicht sollte ich das mal machen wie Drucki Druckverlust und mir alles aus dem Chat vorlesen lassen. Aus dem Vorleser. Ja, du kannst dir das ja mit Text-to-Speech, kannst du den Chat vorlesen lassen. Und er macht das natürlich während der Autofahrt, damit er, weil das mit dem Lesen natürlich ein bisschen schwierig wäre, lässt er sich das vorlesen. Bilbo, ich danke dir für 8 Monate auf Twitch. Danke für deinen Prime-Sub. Und 5,99 kommen von Steffen Paar. Grütjus und Maasvlagte. Auch bei der Hafenrundfahrt in Rotterdam darf ein kleiner Blick in den Heimathafen nicht fehlen. Ach, Rotterdam, da möchte ich auch mal wieder hin. Sag mal, ihr kennt euch doch aus. In Rotterdam, die hatten die Webseite vom Hafen Rotterdam, da hatten sie die ganzen Ankunftszeiten der Schiffe runtergenommen. Da gab es auch irgendwie so einen Hinweis, dass das irgendwie ab Frühjahr wieder funktionieren soll. Sag mal, kann mal jemand von euch irgendwie Port of Rotterdam gucken, ob da auf der Startseite wieder die ganzen Schiffszeiten sind oder nur die Schiffe ohne Zeiten? Weil das war nämlich echt doof beim letzten Mal.
Da mussten wir nämlich ganz, ganz viel hin und her jonglieren mit den Apps von den verschiedenen Reedereien, Wesselfinder und so weiter. Thorsten und Petra sind seit 16 Monaten dabei. Dankeschön. Und der Lev Manu verschenkt gleich 2 Subs. Eins an die Daniela und eins an den Hertus. Ich danke dir. So, Garfield, 13 Monate, Dankeschön. Und der Stöpselschmidt lässt 5 Euro da, auch an dich, Dankeschön. Und er schreibt, vielen Dank für die Geschenke. Mein Sohn nahm den Schlüsselanhänger mit ins Bett. Es war schön, uns live zu sehen. Ach, wart ihr gestern da? Danke dir vielmals. Und dann haben wir den Fabian seit 20 Monaten. Herzlichen Dank. Matrix schreibt, es sieht keine Ankunftszeiten auf der Seite. Ja, dann scheint das immer noch nicht wieder geändert zu sein. Ja, dann will ich mich mal ein bisschen konzentrieren da hinten auf die Hafeneinfahrt. Da ist auf jeden Fall schon mal die Polizei unterwegs. Das ist ja ein gutes Zeichen. Dann werden die da wahrscheinlich gleich ein bisschen absperren. Ich denke, dann wird das auch jeden Moment losgehen. Andreas schreibt es auch nochmal. Da steht immer noch, aufgrund von Anpassungen auf der Webseite sind die Ankunftszeiten nicht verfügbar. Im Frühjahr 2025 werden die Ankunftszeiten aktualisiert. Ja, hoffen wir mal, dass sie das irgendwann wieder machen, denn also so ganz ohne so eine schöne Liste, was denn da so in den nächsten Tagen kommt, ist das ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend. Emily, ganz lieben Dank für 5 Euro Superchat. Auch nochmal Glückwünsche. Danke, danke. Und da hinten ist auch schon wieder die Louisiana Star unterwegs. Mann, oh Mann, wie kriegen die dieses Riesenschiff nur immer voll mit den Hafenrundfahrten? Das frage ich mich immer. Ey, da gehen doch bestimmt 1500 Leute drauf, oder? Weiß das jemand, was die Louisiana Star für ein Fassungsvermögen hat? Mich würde mal interessieren, ab wie viel Personen sich die Fahrt rechnet, was da so das Minimum ist. Ab wann lohnt es sich für die loszufahren? Gut, bei dem Wetter jetzt ist natürlich toll, ne? Aber sobald das ein bisschen schlechter wird. Alpha Power, herzlich willkommen bei uns auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Jo, die fahren dann einmal nach Waltershof rein und gucken sich wahrscheinlich die Hamburg Express noch einmal aus nächster Nähe an. Dahinter liegt noch irgendeine Evergreen. Ich weiß gar nicht, welche das ist. War das Alp oder Arm? Nächste Woche haben wir auch ein bisschen was Interessantes, gerade von MSC. Ich glaube, wir haben einen Erstanlauf von einer MSC. Neubau, dieses Jahr in Dienst gestellt. Und dann haben wir die MSC Loreta, gehört zu den größten Containerschiffen der Welt. Der Ankerbengel meint, auf der Louisiana Star können bis zu 500 Personen befördert werden. Das kommt mir echt ganz schön wenig vor. Weil auf den Hafenfähren, da können ja auch schon 250 Leute drauf. Ute, danke dir für den Hinweis, Potomac Express bei Blankenese. Und wenn ich mich umdrehe, sehe ich sie auch. Aber die ist noch so da hinten im Dunst verschwunden, dass es überhaupt keinen Sinn macht, da jetzt mal drauf zu gehen.
Jetzt, ja, ist interessant. Ich denke mal, dass sie die Potomac Express vielleicht noch durchlassen, oder? Die braucht nicht mehr allzu lange. Könnte mir vorstellen, dass sie die hier noch durchlassen und dann die Hamburg Express rausholen. Ja, also findet ihr nicht auch 500 Passagiere? Klingt nach unheimlich wenig. Alpha Power möchte das Brigitte-Horn. Ey, sag mal, gestern hatten wir ja wohl Brigitte-Horn ohne Ende, ne? Aber gut. Aber gut, einmal. Lodrik, ja klar, wir haben einen gemeinsamen Chat hier und ich kann auch beides lesen. Und wenn etwas untergeht, hat das nichts mit Twitch oder YouTube zu tun. Das ist einfach der Menge der Chatnachrichten geschuldet. Ja, Lodrik, in der Tat, es ist halt so, wenn ich einen gemeinsamen Chat habe, da sind halt 70% YouTube-Nachrichten, wenn nicht sogar 80%, der Rest ist Twitch. Und da ich dann natürlich die ganze Zeit hier auf die Kamera gucke ich dann immer so sporadisch und schaue, ob ich mir irgendwas aus dem Chat rauspicken kann, ob da irgendeine Info ist. Ja, und dann nehme ich halt das, was da gerade so steht. Also ich kann leider nicht alle Nachrichten lesen. Für alle Geburtstagskinder hat Mean Fru. Guck, wenn ich nichts mitkriege, dann greift Tanja ein und tritt mir virtuell etwas auf die Füße. Nochmal für alle Geburtstagskinder, Happy Birthday! Ah, guck, Lodrik hat vollstes Verständnis. Danke, danke. Guck, jetzt habe ich es auch gelesen. Jetzt habe ich dich auch im Plan. Wisst ihr, warum ich die Anzahl mit 500 für die Louisiana Star so viel fand? Weil zum Beispiel die Hafenfähren hier, da passen ja 250 schon drauf. Langsam wird es hier auch voll am Anleger. Doch der ein oder andere, der noch mal einen letzten Blick auf die Hamburg Express werfen möchte. Ich hoffe, sie wird sich auch standesgemäß verabschieden. Und da im Hintergrund sehen wir auch schon die Potomac Express. Rechts die Gretke-Oldendorf und da die Potomac Express. Ja, Mensch, was meint ihr? Lassen Sie die noch durch? Ich könnte mir vorstellen, dass sie die noch durchlassen. Das dauert ja auch, bis die Hamburg Express erstmal raus ist und losgemacht.
Also ich war noch nie auf der Louisiana Star, deshalb kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wie das da wirklich dann auf dem Schiff selber aussieht. Aber so rein größenmäßig von außen betrachtet, dachte ich halt, dass da mindestens 1000 bis 1500 Leute drauf passen. Neben der Potomac Express, ganz klein auf der linken Seite, sehen wir die Mare Frisium. Ja, und jetzt kommen wir auch langsam wieder in diese Zeiten mit Streams, wo das Licht so gleißend hell ist, dass es auch nicht gut aussieht. Seid euch sicher, irgendwas habe ich immer zu meckern. Oh, Porter Thompson wartet in Cuxhaven auf die Hamburg Express. Also ich würde jetzt mich wirklich aus dem Fenster lehnen und einfach mal behaupten, dass du die in Cuxhaven mit wirklich sehr schönem Licht bekommen solltest. Ja, Hamburg Express tut sich noch nichts. Also ich denke, die lassen sie durch und die Potomac geht ja wahrscheinlich zum CTA. Achtung, Nase zuhalten. Ja, sieht ein bisschen so aus, als ob sie 2 Schornsteine hat, vom Kraftwerk in Wedel da hinten. Warum Nase zuhalten? Ja, ist einfach ein dummer Witz, weil ich mich irgendwann mal versprochen habe. Als ich mir die Nase geschneuzt habe, wollte ich eigentlich sagen Ohren zuhalten und daraus ist dann Nase zuhalten geworden und seitdem. Ihr wisst ja, wenn man einmal einen Sprachfehler weg hat, dann wird man den so schnell nicht wieder los. Okay, Barbara meint auch, geht zum CTA. Ich würde mal den großen Kameraschwenk machen und mal gucken, ob da nicht auch schon das Empfangskomitee gleich unterwegs ist. Und da kommt auch die Louisiana Star gerade wieder raus. Und dort haben wir einen Schlebi. Gehört der zum Empfangskomitee von der Potomac? Nee, der dreht ab. Der hat Blinker gesetzt und will vielleicht auch nach Waltershof.
Sind an der Hamburg Express denn schon genug Schlepper dran? Oh, Schwester Hansen ist da. Jetzt müssen wir alle wieder seriös sein. Die Schwester kommt. Leute, Leute, der Wind lässt nach, die Sonne kommt raus. Was für ein Sonntag. Jo. Geht rein nach Waltershof. Ja, wenn da sonst nichts los ist in Waltershof, dann ist das wahrscheinlich auch ein weiterer Schlepper für die Hamburg Express. Ich warte jetzt mal die nächste Fähre ab, die hier von hinten kommt, und dann schwenke ich nochmal zurück auf die Potomac Express. Auch eine oft gestellte Frage: Treibt dieses Schaufelrad das Schiff tatsächlich an oder ist das nur Schau? Im Fall der Louisiana Star ist es nur Schau. Aber unser anderer Schaufelraddampfer, die Queen, da ist es tatsächlich Teil des Antriebs. Aber hier sieht es nur gut aus. Das ist einmal die Harburg, die gerade hinter mir anlegt, aber die Fähren, die sind so voll, dass ich da jetzt nicht so gerne Vollstoff drauf filme. Hinten im Hintergrund seht ihr die Strandperle. Doch einige Leute jetzt unterwegs. JK240 hat eine interessante Frage: Von wo aus wird denn eigentlich in Hamburg der Hafen überwacht und gesteuert? Also es gibt im Prinzip so zwei Überwachungseinheiten, beziehungsweise es gibt eine, die so ein bisschen so Thema Sicherheit, das ist die Nautische Zentrale. Die ist direkt neben dem Lotsenhaus.
nicht weit von hier. Also das ist die nautische Zentrale. Die überwachen den gesamten Schiffsverkehr. Und ja, wo ich die Frage gerade sehe, es gibt dann noch etwas, was mehr so aus, ich sag mal so wirtschaftlicher, organisatorischer, operativer Sicht ist. Das ist das Hamburg Vessel Coordination Center. Da wird zum Beispiel unheimlich viel geplant, gerade so der ganze Feederverkehr, wann welcher Feeder von welchem Terminal zum anderen geht. Und wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, über das Hamburg Vessel Coordination Center, dann kann ich euch empfehlen, hört ihr mal in die letzte Folge von Britta's Hafen Podcast rein. Die hat nämlich gerade den Geschäftsführer vom Hamburg Vessel Coordination Center als Interviewpartner gehabt. Und das fand ich super interessant. Deshalb habe ich auch diese Frage gerade super gerne nochmal aufgegriffen. Ja, super, super, super. Und möchte euch das aber auf jeden Fall einmal ans Herz legen. Vielleicht haben wir ja einmal den Link zu Brida. Ich glaube, wir haben den Befehl Britta, oder? Vielleicht mag das mal Remo oder Sebastian kurz ausprobieren. Langsam kommt sie da hinten aus dem Dunst raus. Sachsen-Uwe, ich danke dir für 5,99. Ja, im Hintergrund war der Halunderjet. Ich glaube, der nimmt nächste Woche wieder seinen Dienst auf. Habe ich den 27.03. richtig in Erinnerung? Also jetzt ist die Potomac Express nicht mehr weit. Das heißt, die wird auf jeden Fall hier durchhuschen. Oh, und ihr meldet, die Hamburg Express hat abgelegt. Ja, aber die braucht ja locker noch eine, ja, so 10 bis fast 15 Minuten braucht die ja, bis sie raus ist aus dem Parkhafen. Das heißt, der Dampfer hier kann noch ganz entspannt dran vorbei. Die müssen ja erst kurz vorm Kühlbrand abbremsen. Ja, die Schlepper für die Potomac, die kommen erst später. Also die fährt relativ weit ohne. Erstmal ist das Schiff ja nicht ganz so groß und dann muss sie ja zum CTA. Also die bekommt wahrscheinlich den Schlepper erst so, ja, so in etwa kurz vor der Schlepperbrücke. Ein Bugstrahlruder sehen wir, auch ein Wulstbug.
Die Jungs vorne auf der Back scheinen bereit zu stehen. Entspanntes Warten auf der Manöverstation, bevor es gleich losgeht mit dem Manöver. Erst Schlepper und dann etwas später das Festmachen am Containerterminal Altenwerder. Da kommen die Schlepper. Ja, irgendjemand hat es geschrieben, ich weiß nicht mehr wer, dass sie im Parkhafen warten. Die hatten sich da tatsächlich versteckt. Jetzt kommen sie angerauscht, übernehmen die Potomac Express auf dem Weg zum Containerterminal Altenwerder. Und jetzt ja, geht auch hinten VW Bison ran. Und schönes Timing, da müsste ja jeden Moment auch die Hamburg Express rauskommen. Ist sie in Bewegung? 1,5 Knoten meldet der Porsche-Fan. Ich danke dir vielmals.
Dann drückt mal die Daumen, dass die Hamburg Express noch einmal einen schönen Abschiedsgruß da lässt. Und dann hoffen wir auch mal, dass das nicht für die Ewigkeit ist. Ich meine, das geht doch nicht. Hamburger Reederei, Schiff, das Hamburg heißt, mit Heimathafen Hamburg, kommt nicht mehr nach Hamburg. Also da läuft doch was schief. Ja, genau. Eigentlich müsste die Berlin Express erstmal über die Spree schippern. Ja. Ach ja. Möchte ich dabei sein. Guck mal, da hinten kommt noch ein rotes Schiff aus dem Kühlbrand. Die, was? Wie heißt die? Salztraum. 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 War das nicht was Norwegisches? Hatten wir den Namen nicht schon mal? Mir ist so, als wenn wir über den Namen schon mal diskutiert hätten. Und ihr krampfhaft versucht habt, mir beizubringen, wie man den ausspricht. Habe ich das fleißig unterwegs mit Ausflugdampfern. Ah, Sabrina hat es nochmal rausgekramt. Salztraum oder Salztraum. Salztraum ist ein Strom in Norwegen. Irgendwas mit Norwegen ist mir ja wenigstens in Erinnerung geblieben. Es lässt hoffen. Erstmal ein kleiner Snack. Das beste Geburtstagsgeschenk ever war nämlich gestern ein ganzes Glas selbstgemachte Mini-Frikadellen von Kirsten und Belle. Lecker sei euch. Lecker. Ingo meint, eine der stärksten Meeresströmungen, die es gibt. Oh, krass. Also ich hoffe, das war jetzt auch noch auf den Strom da in Norwegen bezogen, auf den Salztraum. Und hört jetzt auf, von Käsekuchen zu reden. Ich esse nämlich auch Käsekuchen extrem gerne. Können wir bitte mal Käsekuchen auf die Blacklist setzen, dass dieses Wort im Stream nicht benutzt werden darf? Ja, das ist fies. Jetzt fangen die alle an, hier von Käsekuchen zu reden. Wir stehen hier und die essen Käsekuchen. Mhm.
Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte die Hamburg. Also das war definitiv die Hamburg Express. Das ist ja nur für Adidas. Ich sag, das ist nur für Adidas. Hier ist Adidas. Ach so, ja, das ist so gut. Das ist auch klar. Wer kriegt lauter Hörner? Aber noch sehe ich nichts. Noch kein Schlepper zu sehen bei der Hamburg Express. Oder von der Hamburg Express. Hansi, danke 2,49 für ein Stück Käsekuchen. Ja. Oh, nachher. Gut, was ist los gerade auf der Elbe? A380 kommt wieder vorbei. Da ist sie, Leute. Holt die Hapag-Lloyd-Logos, die Hamburg-Wappen und die Winkehändchen raus. Das gibt es doch nicht. Jetzt legt sich der Abicht mit seinem Ausflugsdampfer direkt davor. Da. Frechheit. Die ist echt schon ganz schön leer. Das kann sein, dass das daran liegt, dass sie jetzt nach und nach die Container abladen. Und bevor die in den neuen Service geht, wird sie dann einmal komplett leer gemacht. Letztens habe ich auch ein Foto von der Busan Express gesehen. Die war auch beim Wechsel des Services
einmal komplett leer. Die fährt jetzt schon in der Gemini-Allianz. Etwa 3 Meter hoch, das Hamburg-Wappen am Bug. Ja. Habicht fährt doch ein bisschen zur Seite. Ich sehe hier gerade die Frage, wie viel PS so ein Schlepper hat. Ich weiß es nur von Fairplay 95, die haben 6700 PS. Ich denke, dass der von Boluda hier in einer ähnlichen Leistungsklasse spielen wird. 400 Meter lang, knapp 62 Meter breit und 23.000, was war das, 664 oder 664 Standardcontainer passen drauf. Aber krass, wie klein die Brücke ist, oder? Zumindest der überdachte Teil. Also der überdachte Teil wirklich nur in der Mitte. Oh, und die Mare Frisium kommt von hinten.
Stimmt was mit dem Stream gerade nicht? Irgendwie schreibt ihr gerade, dass da was in den Dutten ist. Ich kann es leider gerade nicht sehen. Wäre natürlich mal wieder genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich hoffe, dass es sich gleich wieder legt. So, der A380 möchte mitspielen. Und hier einmal ins Bild. Ich kann doch auch nichts dafür. Aber wir können hier vom Bubendeiufer dem Schiff sehr lange hinterher gucken.
Ja, aber wenigstens gab es zum Abschied nochmal ein kleines Hörnchen von der Hamburg Express. Alle, die das nicht mitbekommen haben, Hapag-Lloyd hat eine Allianz mit Maersk gebildet und in dem Zuge haben die ihre Routen etwas umsortiert. Die ganz, ganz großen Schiffe fahren nur noch zentrale Häfen an. In Europa sind das Rotterdam, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Und Hamburg ist da leider rausgefallen. Das heißt, von da aus, von den zentralen Häfen, werden die Container mit kleineren Schiffen verteilt. Schade, schade. Wer kommt denn da jetzt angerauscht? Ja, was diese kurzen Aussetzer angeht, mal ein paar kleine Ruckler. Ich habe es langsam aufgegeben, danach zu suchen. Wenn 99,9% des Streams gut laufen, dann bin ich happy. Da steckt man einfach manchmal nicht drin. Ja, Licht ist natürlich jetzt nicht so dolle da hinten in die Richtung, aber ich glaube, wir haben ein paar sehr, sehr schöne Bilder gehabt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir noch die One Houston auf dem Zettel. Und sag mal, irgendjemand hat vorhin was geschrieben von der CMA CGM, die bei Eurogate liegt. Haben wir da auch noch einen Abgänger? Hallo. Ben ist auch da. Moin, Ben. Ach, Sebastian Kolze schickt gerade mal den Link zu Schwester Hansen. Sebastian, wir haben übrigens auch einen Befehl jetzt für Schwester Hansen. SH. Ja, Detlef, genau. Das WLAN-Kabel. Wahrscheinlich ist die Hamburg Express übers WLAN-Kabel gefahren. Also was ja auch nach wie vor meine Vermutung ist, es kommt immer mal wieder hier zu Störungen, wenn die ganz, ganz großen Schiffe rausfahren. Und meine Vermutung ist, dass es damit zusammenhängt. Also das ist fast schon mit Ansage, wenn die so dicht an uns dran sind, dass es da dann immer mal so kleine Aussetzer gibt. Chago meint, VW Spirit wäre an der CMA dran. Okay. Dann haben wir den Norbert hier. Ich gucke noch mal rein, was passiert ist. Norbert ist seit 15 Monaten dabei, mit Grüßen aus Quickborn. Norbert, danke, dass du schon so lange dabei bist. Jürgen verschenkt eine Mitgliedschaft. Jürgen, Dankeschön. Dann haben wir Denise, 9 Monate auf dem Fischmarkt dabei. Danke dir, Denise.
Und der Fitzje auf Twitch lässt sein Prime-Sub erneut da, ist jetzt auch schon 7 Monate dabei. Ja, dann könnte doch, sag mal, die CMA CGM, ist das nicht auch so ein 400 Meter Ding? Ich habe das irgendwie überhaupt nicht mitbekommen, als sie kam. Die ist voll an mir vorbeigefahren. Bei der One Houston tut sich da schon was. Die müsste am CTA liegen. Ah, 400 Meter lang, 59 Meter breit, wird auf Twitch gemeldet. Ja, danke schön. Danke, danke. Und da zieht sie ab. Ja, das wäre natürlich gestern echt toll gewesen mit Sonnenuntergang. Also da hätten wir jetzt sensationelle Bilder. Das ist ein bisschen mau, kann man schon fast sagen. Aber steck's halt nicht drin. MacGame meldet, dass sie um 14:30 Uhr raus soll. Die One. Und die CMA CGM soll 15 Uhr raus. Ja, frage ich mal für einen Freund. Obligatorische Frage, eigentlich eine dumme Frage, eine rhetorische Frage. Nehmen wir mit die beiden, oder? Ne? Na klar. Ja. Na klar. Können wir so lange noch ein paar Fleischbällchen essen? Tim fragt, warum die CMA CGM nicht in der Segelliste steht. Steht die da nicht drin? Doch, die steht in der Eurogate-Segelliste. Vielleicht hast du nur bei der Hala geguckt. Kann das eventuell sein? Ja, so ein bisschen schade ist, dass wir die Mare Frisium irgendwie gar nicht so richtig genießen konnten. Aber ich glaube, das Bild war auch ganz schön, wo die Hamburg Express gekreuzt hat. Ja, ich verstehe die Frage auch nicht. Ich mache ja nur Spaß. Detlef Eggert, ich danke dir, dass du schon 13 Monate dabei bist. Wow, über ein Jahr. Okay, also einige von euch sind bereit, mit mir hier zu warten auf die One Houston. Und die CMA CGM, wie heißt sie denn nochmal richtig? Irgendwas mit J war das. Wie viele Lotsen gibt es in Hamburg? Das ist eine gute Frage. Die kann ich gar nicht beantworten. Die CMA CGM Jean Mermoz. Also wie spricht man das auf Französisch aus? Mermoz ohne das Z, glaube ich, oder?
Oder Mermoz? Nee, das Z spricht man, glaube ich, im Französischen nicht. Ach, Anja ist da. Anja will weg. Auch schon 22 Monate. Anja, wo treibst du dich denn rum? Bei dem Wetter bist du doch garantiert auch auf Fototour, oder? Anja könnte ich im Rüschpark vermuten. Anja steht bestimmt da irgendwo. Da könnte Anja will weg irgendwo stehen. Im Gorch-Fock-Park. Ah, oui, ohne die Z gesprochen. Dankeschön. Sebastian Kolzer hat es mal gegoogelt und er sagt, die Hamburger Hafenlotsenbrüderschaft hat roundabout 63 Bedienstete. Ja, ich würde mal vorschlagen, ich drehe mal die Kamera um. So dolle ist das Bild ja da hinten nicht mehr in der Ferne. Gucken wir etwas in die andere Richtung. Ach, der Dirk schreibt, nachher Livestream im ZDF, Lokalderby, HSV Frauen gegen Werder Frauen. Wird das live übertragen? Das ist ja cool. Achtung, Nase zu halten. Okay, etwa 65 Hafenlotsen und 300 Elblotsen. Dankeschön. Kann ich aber mal einen Blick auf die Akkus werfen. Boah, das sollte noch für ein paar Tage reichen. Mal, da geht eine Bunkerbarge rein. Nach Waltershof. Norbert meint, im ZDF ist keine Übertragung. Ist vielleicht das bei ZDF auf dem YouTube-Kanal oder so? Moin. So, Ben, ein paar kleine Fleischbällchen. Bestes Geburtstagsgeschenk ever. Ein Glas Mini-Frikadellen.
Ach, auf der ZDF-Seite oder Mediathek. Okay. Für alle, die später dazugekommen sind, wir haben die Hamburg Express eben verabschiedet, war zum letzten Mal in Hamburg, schnief, schnief. Schade, schade. Jetzt warten wir noch auf die One Houston. Immer dieses Gehupe hier. Wer ist denn das? Oder wollte der mit dem Hupen nur wissen, ob jetzt jemand einsteigen möchte? Oder ist das einer von den uns bekannten Fährenfahrern? Ach, guck mal, das ist die Mama von Basti. Basti, falls du da bist, deine Mama ist gerade auf der Fähre. Und winkt da oben. Ja, Basti ist auch im Chat. Basti, ganz liebe Grüße. Rollmops-Bällchen im Glas von Netto. Stefan. Das klingt zwar auch lecker, aber ich sag dir, selbstgemachte Mini-Frikadellen von Kirsten und Ben, da kommt so schnell nichts ran. Oh, der schafft es sich aber auch super hinterm Dalben zu verstecken mit der Fähre. Nein, dann halt nicht. Da haben wir einen Schleppi. Und der scheint auch rüber zu fahren nach Waltershof. Geht vielleicht auch zu CMA CGM. Captain Chaos. Frikadellen kann man auch Buletten nennen, aber in Fachkreisen werden die auch Bremsklötze genannt.
Die CMA CGM Jean Mermoz ist von 2018. Hat eine Länge von 400 Metern und eine Breite von 59 Metern. Gehört eher somit zu der ersten Generation der 400 Meter Schiffe. Ich meine, das war so, ja, also ich meine auch, wenn ich mich recht entsinne, ist 2018 damals die COSCO Shipping Aries oder Aries das erste 400 Meter Schiff gewesen, was in Hamburg angelaufen ist. Und ja, zu der Zeit hatten die dann so eine Kapazität von um die 20.000 Toy. Die CMA CGM, die hat knapp 21.000 Toy. Mittlerweile sind die Schiffe ein klein bisschen breiter geworden. 61 Meter bis zu 62 Meter Breite und haben die ca. 24.000 Standardcontainer als Transportkapazität geknackt. Man muss dazu immer sagen, wir sprechen hier über 20 Fuß Container. Die haben eine Länge von ca. 6 Metern. Aber auf den Schiffen sieht man meistens doch die größeren, die 40 Fuß Container. Und dementsprechend müsste man das dann umrechnen. Also 20.000 Toy sind dann 10.000 FOI. Toy steht für 20 Foot Equivalent Unit, FEU, FOI, 40 Foot Equivalent Unit. Ist gar nicht so schwer, muss man eigentlich nur halbieren, verdoppeln die Zahl. Also, Gigi meint mit S, Jean Mermoz, Mermoz. Also doch mit S. Eben hat jemand gesagt, das Z wird nicht mitgesprochen. Wer ist Französisch-Experte von euch? Jean Mermoz? Jean Mermoz. Derweil wird auf der MSC Soraya schon gelöscht. Da in der Ferne liegt der Halunderjet, legt nächste Woche dann wieder ab. Und da haben wir die neue Schlepperbrücke in Neumühlen. Unter anderem mit der mit der Branddirektor Westphal. Da die Stettin. Ich hoffe, viele von euch haben es gesehen. Anfang der Woche hatten wir, glaube ich, einen wunderbaren Stream unten in der Maschine von der Stettin. Und da hat der Martin, glaube ich, sehr, sehr schön erklärt, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Bei den ganzen Rohren, die er erklärt hat, bin ich irgendwann ausgestiegen. Moin. Muss ich ehrlich gestehen, aber ich fand den Versuch sehr, sehr schön, den er gemacht hat. Diesen Versuchsaufbau mit dem, also wie halt aus Wasserdampf dann Kraft entsteht, da war ich schon ein bisschen beeindruckt. Okay, also doch mit einem S, meint ihr? CMA CGM benennt ja die Schiffe immer viel nach Wahrzeichen oder berühmten Persönlichkeiten. Und da will ich doch mal googeln, wer eigentlich Jean Mermoz war. Mal gucken, was Wikipedia dazu hergibt. Jean Mermoz. Oh, der ist nicht alt geworden. Von 1901 bis 1936 war ein französischer Pilot und Flugpionier. Oha. Also gar nichts mit Seefahrt. Hat diverse, ich hoffe, ich das hier mal so überfliege,
diverse Pionierleistungen in der Luftfahrt gemacht, mit Atlantiküberquerung und so weiter. Und ist dann leider auch bei einem Flugzeugabsturz, also bei einem Flug, ums Leben gekommen. Finde ich eine schöne Sache, dass sie die Schiffe alle nach irgendwelchen, also teilweise nach Gebäuden, nach Wahrzeichen oder aber auch nach französischen Berühmtheiten benennen. So, die One Houston scheint unterwegs zu sein. Müsste dann der nächste Kandidat sein, den wir hier vor die Linse bekommen. Mal gucken, wie viel Pink da noch vorhanden ist. Ja, wann kommt die Paddy Express? Wenn sie selbst die Hamburg Express schon nicht mehr in Hamburg lassen, dann wird es auch keine Hamburg Express geben. So, ich entbiete mal meinen Gruß und alles Gute nachträglich. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe heute gesehen, dass wieder Budendahl-Ufer ist. Und ich dachte, wenn das wieder so aus dem Ruder läuft wie letztes Jahr, muss ich hierher. Na, aus dem Ruder läuft es, glaube ich, heute nicht, aber es ist schon ganz schön. Also Hamburg Express und jetzt noch 2 Schiffe. Und dann das Wetter auf dem Sonntag. War mit. Auf jeden Fall nehmen wir das mit. Da kommt noch ein Schlepper, der könnte auch zur CMA CGM gehen. Und ich glaube, wir haben noch irgendwie einen Feeder, der eben bei Lüesand gesichtet wurde. Katharina schreibt, Jean Mermoz ist unter anderem auch zusammen mit Saint-Exupéry geflogen, dem Autor des Kleinen Prinzen. Und ich glaube, es gibt auch sogar ein Schiff, CMA CGM Saint-Exupéry. Falsche Aussprache darf auf keinen Fall bemängelt werden in diesem Stream. Ja, MacGame hat heute Abend noch die Southampton entdeckt. Ich glaube nicht, dass wir bis 23 Uhr machen. Das heißt wir, ich. Okay, One Houston hat Fahrt aufgenommen, dann müsste die eigentlich auch mal so in 10, 15 Minuten hier auftauchen.
Aber sag mal, jetzt ist der Stream wieder stabil. Das war wirklich das Schiff, oder? Was meint ihr? Wir können ja mal darauf achten, ob es bei der CMA, CGM, ob wir da auch kurze Aussätze haben. Ich meine, das hatten wir schon ganz oft. Und das ist, glaube ich, völlig unabhängig davon, mit welcher Auflösung, mit welcher Bitrate man sendet. Das hatten wir auch mit 1080p. Das hat, glaube ich, nichts mit den höheren Datenraten von 4K zu tun. Coolwater Davidoff ist 14 Monate dabei und mein nächster Taufname Paddy HHL. Nein, das wäre mir unangenehm. Es ist zwar sehr lieb von dir, aber wäre mir äußerst unangenehm. Ah, guck mal, Barbara hat hier noch einen interessanten Hinweis. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Die One Houston und die Houston Express sind beide im Hafen. Raus geht die One Houston, die Houston Express nicht. Oh, interessant. Interessant. Wir können ja noch ein bisschen hier auf das Terminal gucken. Dann müsste man eigentlich auch irgendwann im Hintergrund die One Houston sehen. Das kann natürlich auch sein, dass ich mich vorhin mal wieder versabbelt habe. Ich muss mal Martin gerade fragen. Ich sag mal, Martin, kannst du mal kurz hier gucken? Ich muss mal Spundwand kontrollieren.
Moin, Basti. Da bin ich wieder. Das ging ja schnell. Ich habe hier noch das Bild eingestellt. Alles gut. Passt. Mit Elfi. Sehr gut. So, da bin ich wieder. Ach, guck mal, ich lese gerade. Andi sagt, Houston Express liegt am Eurogate. Okay, sind die gar nicht beide hinten am CTA. Ben verabschiedet sich gerade. Dankeschön. Gigi fragt, ob man sieht, wie der Pegel der Elbe steigt. Ja, also wenn man so längere Zeit, wenn man sich jetzt irgendwas sucht, bestimmt. Aber das Wasser, kann das sein, dass das Wasser abfließt? Wir haben Ebbe, ne? Wir haben Ebbe. Die Steine da oben sind nass. Ja, also man sieht also, dass das Wasser abfließt. Wenn wir hier mal auf die Steine gehen. Und man sieht es auch hier an den Dalben, wie die Strömung ist. Da müsste sie eigentlich gleich im Hintergrund irgendwann auftauchen. Ist die One schon unter der Kühlbrandbrücke durch? Nee, Noch nicht? kurz davor. Und von hinten ist die Elbwind noch im Anmarsch. Danke euch. Und bei der CMA CGM geht's los. Oh, jetzt wird's wieder spannend. Wer kommt als erstes hier vor die Kamera? Die CMA CGM hat's nicht weit. Die muss eigentlich ja nur von der Keimmauer wegdrehen. Da bin ich ja mal gespannt. Na, was ist euer Tipp? Wer geht als erstes hier auf die Elbe? Beziehungsweise, wer kommt als erstes raus? One Houston oder CMA CGM Jean Mermoz? Gerhard aus Reutlingen, ich danke dir für 13 Monate. So schön ruhig jetzt gerade auch. Sonntags nachmittags, Kaffeezeit, Leute.
Jetzt ein schönes, leckeres Käffchen. Nein, die Waltershof zählt nicht. Die kommt als erstes hier gleich vor die Kamera. Das stimmt. Und von hinten die Kehr wieder. Sag mal, ist eigentlich die Beatrix da? Beatrix, bist du zufällig da? Ja, hier ist gerade die Frage wegen der neuen Serie im ZDF On Deck, die auf der Chicago Express gedreht wurde. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob sie schon jemand von euch gesehen hat. Auf meiner Chicago, aber die Chicago Express, auf der ich ja auch meine Doku gedreht habe, war jetzt auch Hauptschauplatz von der ZDF-Doku On Deck. 4 Teile, glaube ich, jeweils 20, 25 Minuten. Also Beatrix scheint nicht da zu sein. Schade, schade. Beatrix, ich wollte mich noch bedanken. Vielleicht hörst du es ja später. Von Beatrix habe ich nämlich ein ganz traumhaftes Kabel geschenkt bekommen. Ein rotes HDMI-Kabel. Und es ist nicht nur rot, Leute, es ist sogar noch ein Spiralkabel. Es ist ein rotes HDMI-Spiralkabel. Leute, es ist ein Traum. Absoluter Traum. Sabrina scheint es schon geguckt zu haben und meint, die Serie wäre super. Jammers fragt nochmal, wie die Adresse von der Segelliste heißt. Ich glaube, wir haben so einen Link. Oder? Und ansonsten habe ich, glaube ich, auch den Link zu den Segellisten, ich meine auch bei YouTube unter dem Video, unter dem Livestream. Schau da mal nach. Color Spirit wünscht sich das Horn von der Chicago Express. Ich habe ja nur dieses kurze. Immer mittags um 12 wird einmal kurz das Typhon getestet und das hatte ich aufgenommen. Aber so einen richtig schönen Ton von der Chicago Express habe ich leider nicht. Nico, du kannst Webseiten oder Apps benutzen, da kannst du sehen, wo die Schiffe hinfahren, beziehungsweise wo sie herkommen. Es gibt da verschiedene Apps, es gibt Marine Traffic, Vessel Finder,
My Ship Tracking, also es gibt da jede Menge. Das ist das eine. Oh, guck mal hier, oh, Turboschwenk. Schönes, süßes, kleines Blödchen. Und dann gibt es halt immer in den Häfen sogenannte Segellisten. In Hamburg sind die sehr schön einsehbar, Segellisten. Wenn du nach Hamburg Segellisten guckst, da kannst du sehen, was an Schiffen rein und rauskommt. Für Kreuzfahrtschiffe in Hamburg ist dann das Cruise Gate zuständig. Da ist auch auf der Webseite alles aufgeführt. Ja, das sind so die Quellen, die ich verwende. Schöner kleiner Beifang. Ich hoffe, ihr kennt alle meinen Film Chicago Express. Habt ihr den schon gesehen? Jetzt will ich mal hier hinten reinschauen. Ah, tut sich da schon was? Sehen wir da schon irgendwo die One Houston? CMA CGM müsste doch mal bald aus dem Parkhafen rauskommen, oder? Noch nicht? Sieht nicht so aus, als ob die schon fährt. Ach so, nee. Weil eben meinte jemand, die hätte schon abgelegt. Okay, wir warten einfach. Im Hintergrund sehen wir jetzt auch die One Houston. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass sich da das Schiff durch das Terminal schiebt. Und das heißt, sie müsste dann jeden Moment hier rauskommen. Endlich wieder Schiffe gucken. Gestern haben wir ein richtig tolles T-Shirt entdeckt. Haben wir beim Essen noch geguckt. Da steht ein richtig schöner Spruch drauf, das muss ich einfach haben. War das von Derbe? Ich glaube, von Derbe war das. Da steht drauf, Schiffe gucken, Fresse halten. Ah, guck mal, die Fotodern sagt, den Film hat sie mit mir zusammen im Kino geguckt. Ja, das war was. Einmal im Leben ein Kino für sich mieten. Habe ich gemacht zur Premiere von dem Chicago Express Film. Da kommt sie, die One Houston. Ja, ist natürlich auch so eine Farbe, wo halt auch, ey, da fällt halt auch alles dran auf. Was Dreck und Abschürfung angeht. Trotzdem schön, oder? Mit der Elbphilharmonie trotzdem ein sehr schönes Bild. Polizei passt auf. Ja, das wird auf jeden Fall der Winner. Das wird die CMA CGM nicht mehr schaffen. Vielleicht haben die auch einfach eben angefangen abzulegen und sich dann kurzfristig nochmal umentschieden und gesagt, komm, wir warten jetzt noch auf die Houston.
Dirk Preziosa heute Abend glaube ich nicht. Die geht übrigens später raus. Ne? 19 Uhr haben sie geändert. Aber ich glaube nicht, dass ich die heute Abend mitnehme. Ein bisschen Zweisamkeit steht noch auf dem Sonntagsplan. Stefanie, ja, das beantwortet vielleicht auch die Frage. Sie fragt, ob noch Kreuzfahrtschiffe kommen. Also es kommt auf jeden Fall nichts. Heute Abend geht noch die Preziosa raus. Aber die geht jetzt auch später raus. Das wird nicht mal mit spektakulärem Licht was. Wenn die Punkt 19 Uhr rausgegangen wäre, hätte man vielleicht noch auf ein richtig schönes Licht spekulieren können. Schlepper sind schon ab. Das geht immer ruckzuck bei den Schiffen, die hier aus dem Kühlbrand kommen. Freie Bahn mit Marzipan. Also so richtig geil sehen die One-Schiffe auch nur aus, wenn die neu sind. Ich finde, die leiden immer ganz besonders unter dem Wetter. Da sind die anderen Farben etwas gnädiger. Wen das interessiert, wo diese Farbgebung herkommt, der Mutterkonzern der Reederei, also One selber sitzt in Singapur, der Mutterkonzern sitzt aber in Japan. Und die Farbgebung der Reederei One ist durch das japanische Kirschblütenfest inspiriert. Kirschblüte ist ja so, es ist genau genommen ein Magentaton. Aber Paddy lässt sich einfach nicht belehren und sagt ständig Pink dazu. Und dieses Magenta-Weiß, das ist halt so ein bisschen die Farbgebung des Kirschblütenfestes. Ich sag mal Danke an Jens-Peter Jansen, der auch schon seit 21 Monaten dabei ist. Der sagt, danke für 21 Monate weltbeste Streams, der beste Kanal auf YouTube. Ich danke dir vielmals. Jens-Peter, ganz, ganz dickes Dankeschön. Oh, ich weiß noch, welche war das denn? Die One Innovation oder Inspiration? Ich glaube die Innovation. Als die hier ankam, nagelneu, mit ganz, ganz vielen pinken Containern drauf. Auch dann noch bei Sonnenschein. Das hat echt geleuchtet. Das waren richtig tolle Bilder. Ist nicht jetzt auch bald Kirschblütenfest? Ich glaube, dieses Jahr soll auch wieder das Feuerwerk auf der Alster stattfinden. Ne? Japanisches. Also es gibt in Hamburg eine sehr, sehr große japanische Community und die machen jedes Jahr als Dankeschön quasi an die Hamburger auf der Alster ein großes Feuerwerk. Letztes Jahr ist das ausgefallen und dieses Jahr soll es aber wieder stattfinden. Ich meine, das wäre im Mai. Könnte man ja mal überlegen, ob es da irgendwie einen Standort gibt. Wo man da einen kleinen Stream draus machen kann.
23.05. ist das Kirschblütenfest. Danke. Sag mal, Gigi, was hast du eigentlich geraucht? Wann kommt das Schiff One Rudi Völler? Mann, oh Mann, oh Mann. Digga. Aber es ist ja trotzdem eine schöne klassische Schiffsform. Also ich mag den Bug sehr gerne von der One Houston. Oder? Was meint ihr? So, jetzt einmal hier der Dalben.
verdammt. Kleine Fußdusche von der Lotsenbarkasse. Dankeschön. Der echte Garfield, ich danke dir für 4 Monate bei Twitch. Danke für deinen Prime-Sub. Und Ronny K. lässt auch seinen Prime-Sub da, ist jetzt 5 Monate dabei. Ich danke dir vielmals. Der Schlepper kommt von der Hamburg Express zurück, nehme ich mal an. Die 400-Meter-Schiffe werden ja relativ lange noch von einem Schlepper raus eskortiert. Und ihr habt das sicherlich noch in Erinnerung. War der Mercury an der Hamburg Express? Nehme ich mal an. Nehme ich an. Biebricher, danke dir für deinen Prime-Sub. 4 Monate. Boah, sag mal, und dann hier aber eine absolute Subbombe vom Stachelbär. Digga, 25 Subs. Ein ganz fettes Dankeschön. Ja, Ostrolek Anton, richtig, die Hamburg Express war vorerst zum letzten Mal in Hamburg. Einfach durch die Dienständerung. Gemeinsam jetzt mit Maersk in der Gemini-Allianz. Ich will mal hier auf den Schlepper gehen, das Licht ist da doch einfach jetzt gerade sehr, sehr schön. Ne? Also muss man einfach drauf gehen. Hat die One jetzt gerade lichtmäßig verloren. Konzentration für einen wunderbaren Schwenk. Ja, aber ein paar von euch haben eben wieder kurze Aussetzer gemeldet, als die One hier vorbeigefahren ist. Muss ich vielleicht demnächst hier jetzt doch noch Starlink mit dazu nehmen.
Obwohl ich glaube, die Aussetzer hielten sich in Grenzen, oder? Ich glaube, da konnten wir mit leben. Felix, Mensch, was ist denn mit euch los heute? Noch eine Subbombe auf Twitch. 10 Subs. Felix, danke, danke, danke. Lama Jana haut auch nochmal 100 Bits rein. Herzlichen Dank und Schwarzbart Jürgen ist auch beim Hype Train dabei mit 100 Bits. Danke, ihr Lieben, danke. Oh, guck mal, jetzt kommt hier die Welle. Die Welle. Gleich wackelt's. Gleich wackelt es, Leute. Obwohl, die war sanft, die Welle, oder? Die war echt sanft. Dieses klare blaue Wasser. Ja, in der Tat. Ja, ihr lieben Menschen, was macht denn CMA, CGM, Jean Mermoz? Mermoz. Ich krieg's immer noch nicht über die Lippen. Kommt um die Ecke gleich. Polizei ist schon da. Polizei ist schon da. Ja, ich glaube, wir können auch drehen. Die One ist da hinten so in diesem diesigen Gegenlicht. Nee, Wookie, habe ich noch nicht gesehen, aber danke für den Hinweis. Auf nächste Woche habe ich noch gar nicht geguckt. Nächste Woche, das ist noch so weit hin. Jeden Moment kommt sie raus. Wo will denn Peter hin? Ist da hinten noch was zu holen? Also es war noch ein Fieder unterwegs. Der müsste eigentlich bald kommen. Jetzt weiß ich gar nicht. Boah, Fieder haben eigentlich höchstens mal beim Anlegen Schlepperhilfe. Aber eskortiert werden die eher selten. Aber habt ihr noch irgendwas entdeckt, wo Peter eventuell hin will? Oder macht er einfach nur Kaffeefahrt auf dem Sonntag?
Der Nordlicht, Dankeschön, 10 € für eine Übung ohne Dank. Heißt es jetzt, ich sollte nicht Danke sagen? Oder wie war das jetzt zu verstehen? Natürlich sage ich Danke. Es gehört sich so. Danke, danke. Oh krass, der Hype Train hat Level 8 erreicht. Ich weiß bis heute nicht so richtig, was das heißt, aber ich finde, das klingt gut. Auf Twitch kommt nochmal die Frage, was bedeutet Pfahlzug bei Schleppern? Pfahlzug ist die Größenangabe, mit der man im Prinzip die Kraft, die Zugkraft eines Schleppers bemisst. Die Schlepper wie zum Beispiel Fairplay 95 haben einen Pfahlzug von 80 Tonnen. Und das muss man sich so vorstellen, dass dieser Schlepper die Kraft hätte, 80 Tonnen quasi gegen die Erdanziehungskraft zu bewegen. Und das heißt, wenn die natürlich auf dem Wasser teilweise quer ziehen, dann können die deutlich mehr als 80 Tonnen bewegen. Jetzt komm doch mal da raus, du kleine CMA CGM. Aber abgelegt hat die jetzt, oder? Ja. Habt ihr noch mal geguckt? Ja. Oder nicht? Schlepper? Ja, der ist rausgefahren. Keine Ahnung, wo der war. Müsste eigentlich jeden Moment losgehen. Sebastian, Dankeschön. Und Markus, auch an dich ein Dankeschön für ein Jahr. Und ein Prime Sub von 360 Fortune. Herzlichen Dank. Ja, Holger, das war ein Schleppi ohne was. Schlepper ohne was dran. Da geht's aber los. Endlich! Leute, Action! Da kommt eine ganz, ganz lange Leine und irgendwann müsste da auch mal ein bisschen Schiff kommen. Ah, einfach mega hier in dem Licht. Ja, ich mache es ja nicht gerne, euch wegzuschicken, aber die Hamburg Express ist jetzt gerade vor der Elbcam. Falls ihr ein zweites Fenster aufmachen wollt, geht gerne mal rüber zum Dennis. Er schickt da die Leute aus seinem eigenen Stream weg. Aber es ist halt die Hamburg Express, ein letztes Mal. Oder ihr genießt diese Bilder hier. Jetzt ist Eddie da. Eddie. Wir müssen Störungen untersuchen. Eddie, immer wenn große Schiffe kommen, haben wir Störung. Mach was. Und danke für 5 Monate. Oh, hier, mit der Elfi.
Beste Einstellung. Marcel fragt auch noch mal, warum ein letztes Mal. Hapag-Lloyd und Maersk haben eine neue Allianz gebildet und im Zuge dieser Allianz wurden die Routen umsortiert und die ganz großen Schiffe fahren jetzt nur noch Rotterdam, Bremerhaven und Wilhelmshaven an. Das Blau ist deutlich gefälliger, oder? Da sieht man die Macken nicht so sehr drauf wie auf den One-Schiffen. Ja, der Schlepper macht schon los, Leine hängt schon durch. Ach, Thomas ist auch live. Ja, liebe Grüße zurück an Thomas von Fluggesellschaft. Und das Entenpärchen ist wieder hier direkt vor meiner Nase. Ich finde, für Baujahr 2018 sieht die aber ganz gut aus. Vielleicht pinseln die auch einfach etwas öfter. Da, Mensch, da habe ich doch drauf gewartet. Schleppdraht. Oben steht jemand und macht den gleich los. Leider jetzt hinterm Dalben. Oh nein. Ja. Müssen wir einen Moment warten, bis sie wieder vorherkommen.
jetzt kommt sie da gleich hinterm Dalben vorher. Ruckert-Jan Philipp, ich danke dir für 5 Euro Superchat. Das Horn der Cap San Diego. Ja, das kannst du haben. Das kannst du sehr, sehr gerne haben. Knapp 13 Meter Tiefgang kann ich hier ablesen. Jens-Peter, auch an dich ein Dankeschön für 5 Euro und die nachträglichen Geburtstagsgrüße. Danke, danke. Tja, dieser A380 möchte einfach nicht, dass wir Schiffe gucken. Er will es nicht. Das ist der Gruß an Thomas, Fluggesellschaft. Und dann erwarten wir noch die Elbwind. Die ist auch langsam in Sichtweite. Ja, See schreibt, das war noch Zeiten, als CMA CGM noch Passagiere hat mitfahren lassen. In der Tat, also bei CMA CGM konnte man Frachtschiffreisen buchen. Und ich glaube sogar bis Corona hin
ging das. Und dann haben sie es aber danach nicht wieder gestartet. Ich glaube, das war die einzige Reederei, wo man auf richtig großen Schiffen mitfahren konnte. Aber ich glaube, kann es sein, dass Hamburg Süd das auch angeboten hat? Und der Ankerbengel ist jetzt auf der Speicherstadt. Danke dir, aber du bist ja auch schon länger dabei. Ne? Hier steht irgendwie ein neues Mitglied. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Sanni und Jens, vielen Dank für eure Grüße und 2 Euro. Danke, danke. Und da hätten wir noch die Elbwind. Im Hintergrund sehen wir noch die One Houston. Oh, aber auch schönes Licht hier gerade. Kommt echt gut, das Licht hier. Ja, Christoph, der hintere Schleppi wurde nicht losgemacht, weil die großen Schiffe meistens noch länger eine Eskorte bekommen. Die 400-Meter-Dinger oftmals bis nach Wedel. Und die Fahrt jetzt die Elbe runter bis nach Cuxhaven, bis in die Deutsche Bucht, sind so circa 5 Stunden. 5 bis 6 Stunden bis zum Lotsen. Ja, ihr meldet den Peter an der Elbwind. Haben die vielleicht Schlepperunterstützung angefordert? Aber jetzt kommt erstmal die Wilhelmsburg. Captain Igloo. Reptine sagt, ja, die Nova war gestern in 3,5 Stunden in Cuxhaven. Okay. Dann war sie aber schön flott unterwegs. Bose Bo, ehrlich gesagt, arbeite ich so ein bisschen daran, mal wieder eine Frachtschiffreise zu machen. Aber ich kann euch noch nichts Konkretes sagen. Aber ich kann euch sagen, dass ich tatsächlich ein bisschen dran arbeite. Ja, es ist bestes 4K-Wetter, ich sag's euch, Leute. Bei dem Licht
Oh, sag mal, da hinten die Elbwind, die ist aber wirklich ganz knapp hinter der. Mann, die Wilhelmsburg nimmt mir jetzt voll die Sicht. Die Elbwind ist da ganz knapp hinterher. Der CMA CGM sieht wahrscheinlich nur so aus dieser Perspektive. Oh, Wilhelmsburg. Heute nicht meine Freundin. Also es sah eben aus dem Augenwinkel spektakulärer aus, als es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das Horn dem hier gilt. Ja, auch sehr schön in dem Licht, die Elbwind.
Tatsächlich begleitet vom Schlepper. Okay, hat der Kapitän wahrscheinlich gesagt, komm. Ist vielleicht nicht so erfahren in Hamburg. Oder sagt jetzt fürs Anlegemanöver, holen wir uns einen Schlepper dazu. Warum nicht? Wo geht die denn hin? Geht die zum Burchard-Kai? Legt die so hinter die MSC Soraya vielleicht? Raimund fragt, was heißt denn eigentlich TAC? TAC ist quasi englischer Begriff für Schlepper. Und an den Stellen, wo hier TAC steht, da ist die Bordwand verstärkt und da können die Schlepper dann drücken. Tugboat sagt man auch zum Schlepper. Ja, so windig ist es gar nicht mehr in Hamburg. Also vorhin, als ich gestartet habe, hatten wir noch mehr Wind. Aber wenn ihr jetzt mal auf die Elbe guckt, also euch das Wasser anschaut, das geht jetzt gleich schon fast Richtung Ententeich hier. Weil Wind hat extrem nachgelassen. Das ist doch ein schöner Abschluss, oder? Die Elbwind hier. Mensch, was für ein schöner Stream-Nachmittag. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. So, jetzt will ich noch mal eben hier gucken, ob das jetzt mal hier Bild in Bild funktioniert. Ja, ihr Lieben, Mensch, das war doch wirklich ein richtig, richtig schöner Nachmittag. Mit der Hamburg Express natürlich als Highlight. Ich glaube, wir hatten echt bildmäßig, lichtmäßig hatten wir richtig Glück. Ein Hörnchen gab es auch noch, nicht nur eins, sogar mehrere. Sogar jetzt noch von der Elbwind, wobei ich ja fast glaube, dass das dem Boot davor galt. Aber gut, einige von euch haben geschrieben, es hätte auch vielleicht uns gegolten haben können. Wir reden uns das einfach mal schön. Auf jeden Fall fand ich es wieder sensationell. Hamburg Express, Potomac Express, One Houston, CMA, CGM, Jean Mormons. Eieieiei. Und auf jeden Fall noch die Elbwind. Mir hat das richtig gut gefallen. Euch auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr überhaupt dabei wart, eingeschaltet habt. Vielen Dank für eure fette Unterstützung im Chat und auch für die ganze Unterstützung für den Kanal in Form von Spenden, Mitgliedschaften, Bits und Subs. Was die Woche so bringt, müssen wir mal gucken. Wir haben ein bisschen was in der Pipeline. Das größte Containerschiff der Welt von MSC in Neubau haben wir. Ja, ich muss mal gucken. Also kann sein, dass da sich noch das ein oder andere tut. Wir werden auf jeden Fall nächsten Sonntag dann die Fleetfahrt haben mit Claudia und Elas. Da ja, haben wir auch ein paar Leute eingeladen, ein paar Gäste, also so, dass da auch der ein oder andere Stimmungsmacher mit an Bord ist. Also da freut euch schon drauf. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.
Achso, und wenn ihr Lust habt, hüpfen wir jetzt noch zur Elbcam rüber. Ich glaube, ich habe eine Weiterleitung eingerichtet. Und ich glaube, auf Twitch gehen wir zu Thomas, oder? Wenn der noch live ist. Ich fahre mal den Abspann ab.